Dolph Lundgren alias Gunner Jensen verrät euch in diesem exklusiven Podcast, wie es bei den Expendables weitergeht. Der vierte Teil ist nämlich gefährlich aktuell. The story is about trying to prevent a nuclear war between the United States and Russia. Es geht also um den Krieg zwischen den USA und Russland. Dazu gleich mehr. Außerdem liefern wir euch viele Gründe für Castle Falls, den neuen Actionkracher mit Dolph, den ihr schon jetzt zu sehen kriegt. Ihr hört Fufis Film und Fernsehen in Serie, der Podcast von FilmTV und auch heute gesponsert von Newsedu, der News-App für euer Handy. Castle Falls, so heißt der neue Film mit Dolph Lundgren, in dem er versucht, ein paar Milliönchen für seine krebskranke Tochter zu klauen. Seine Gegner sind Scott Adkins und noch dazu eine ganze Bande Verbrecher. Den Trailer dazu zeigen wir euch natürlich unter film.tv/Fufis. Klickt dort einfach auf den Artikel zu diesem Podcast. Dolph, du hast in dem Film nicht nur eine Hauptrolle gespielt, du führst auch Regie. Ist es einfacher oder schwerer, wenn der Hauptdarsteller machen kann, was er will, weil der Regisseur sowieso seiner Meinung ist? Thank you. That's a good way of putting it. It's not any harder. The tough thing is to try to focus on your performance when you're directing, because I'm very much into directing the actors, and then suddenly I realize, oh shit, I got to do my close-up, and then I have to like put another hat on. So I try to rehearse a lot, and I try to have somebody who I trust watch the monitors, and somebody else, so I don't have to run back and forth so much. But I'm not too demanding of a star, so I listen to the director. Er hört eigentlich immer auf den Regisseur, sagt er. Am schwierigsten ist es aber, ganz ernsthaft, wenn man beides ist, Regisseur und Hauptdarsteller, auch an sich selbst zu denken. Er meint, er hat immer den Kollegen Anweisungen gegeben und die dirigiert und sich selbst dabei öfter mal vergessen. Man braucht also jemanden, der auf den Monitor guckt und dem man traut, der dann sagen kann, hier noch ein bisschen vor, da noch ein bisschen zurück, dies, das. Das hat aber wohl sehr gut funktioniert. Dolph, was genau hat dich am Drehbuch zu Castle Falls gekickt? Warum hast du diesen Film gemacht? Well, I think that I had another script that I was going to do with Scott Adkins, and this script came along, and I kind of tweaked it a little bit to make it a two-hander with two leads. And I liked also the fact that most of it took place in one building, so I could do it for less money. And it was a very low budget. It was like $1 million, a little more. And we shot, because of COVID, we got shut down a few times. So I ended up shooting it in 17 days, I think it was. And it's tough to shoot a whole movie in 17 days. Er wollte einen Film mit Scott Adkins zusammen machen und das Drehbuch gab es einfach her, dass man noch eine zweite Hauptrolle reinschreiben konnte. Außerdem war das Setting in einem Gebäude, also alles spielt ja in einem baufälligen Gebäude, natürlich sehr günstig zu produzieren. Ein echter Segen, wie sich dann hinterher herausgestellt hat, denn durch Covid hatten sie insgesamt nur 17 Drehtage für den Film. Wäre also alles ein bisschen besser geworden, wenn mehr Zeit da gewesen wäre? Yeah, of course. I could have made this film for, 100 million with a big building and helicopters and different shots and so forth. But, my interest is in the people. Like when I direct, I'm interested in the story and the characters to kind of learn from it myself, and also hopefully to make the audience engaged, So I know the budget doesn't matter so much to me, really. Klar, es hätte mehr Helikopter und sowas gegeben mit mehr Zeit und mehr Geld, aber natürlich ist Zeit und Geld nie das, was einen Film gut oder schlecht macht. Story und Figuren sind dieselben, sagt er, und die sind eben gut in Castle Falls. Actionfilme kriegen ihre Dynamik ja oft durch schnelle Schnitte, dass einfach ganz vieles auf einmal passiert. Er arbeitet hier aber mit harten Kampfszenen, die relativ lange ungeschnitten vor sich hinlaufen und trotzdem funktioniert es. Dolph, was ist der Trick bei dir? Well, first the trick was that I had Scott Adkins, and he's a very good fighter, and he's very good with choreography. Not many people in the world, in the film world, can do these fights that he's doing, and be able to do it in such long takes, like you said. He has a choreographer who's a Swedish guy, actually, who helped us. And then we had a cameraman who was very clever, who can follow the fights, and he's strong, so he can hold the camera. And then Scott, he also is a very good editor, so he edited these fights as well. I had a little bit to do with it, but I think there are very few people like him now.
who can do things. Maybe Jet Li, guys like Jason Statham can do some of it, but I don't even know if he probably couldn't do as long of takes as Scott could do. Scott Adkins ist der Trick, denn der kann einfach sehr gut Kampfszenen spielen, sagt er, und die waren einfach gut choreografiert. Scott hat außerdem übrigens die Kampfszenen hinterher auch weitestgehend geschnitten, das kann er nämlich auch richtig gut. Abgesehen von Scott denkt Dolph, dass Jet Li sowas vielleicht verarbeiten könnte und Jason Statham so ein bisschen, aber nicht alles. Also Scott war definitiv die Geheimwaffe in diesem Film. Dolph, wenn wir schon über Budgets sprechen hier, was würdest du für einen Film drehen, wenn Hollywood kommen würde und sagt, hier hast du 200 Millionen, mach was Schönes damit. Was würden wir zu sehen kriegen? Oh, I probably would do a historical movie. I love history. You know, I like World War II. I like World War One. Yeah, I mean, Viking movies. The problem with that is I can't grow a beard, so I have to wear a false beard, and it itches so much it would drive me nuts. I wouldn't do that. So I had to wear one on Expendables, you know. I mean, on Aquaman. I think I would do a historical picture. It could be, I'm not sure exactly which history, but maybe some European history. I'm interested in that. Was Historisches auf jeden Fall. Solche Filme liebt er nämlich. Vielleicht was über die Weltkriege oder was mit Wikingern, aber Wikinger nicht so ganz gerne, denn ihm wächst einfach kein Bart und er müsste einen ankleben und das juckt wie verrückt. Das weiß er aus Aquaman noch. Oder vielleicht dreht er auch einfach einen Film über europäische Geschichte. Da denke ich ja direkt an Downton Abbey oder Bridgerton. Wäre das was? Wäre das vorstellbar mit Dolph Lundgren? Yeah, maybe. You know, I would... Yeah, I like. I mean, I had a script about World War One set in 1917 in Sweden, in the Swedish archipelago. There were some German characters as well, actually, and Swedish characters, and it was quite interesting during World War One, which is kind of a forgotten war, but it was a tough war. I mean, because you also had beautiful costumes and nice. The ladies had nice dresses, but you also had machine guns and planes and tanks and all that. So, yeah, maybe something like that. Hätte vielleicht was werden können, also von ihm aus eigentlich gerne. Er hatte mal ein Drehbuch, das spielte 1917 und da gab es Frauen in schönen Kleidern und eben diese ganze pompöse Zeit damals, aber eben auch Maschinengewehre und Knarren. Das wäre dann sozusagen Bridgerton mit Pistolen geworden, hat aber leider nicht geklappt. Hätte ich gerne gesehen. Dolph, wenn man deinen Namen liest, dann weiß man ja auch sofort, hier geht's um einen knallharten Actionfilm. War das schon dein Plan, als du 1985 Ivan Drago in Rocky IV gespielt hast, oder bist du eher so zufällig ins Action-Genre geschlittert? You know, it was all an accident. I had no master plan. I wish I would have had one, but I was excited to be in a movie. I was... you know, I had no idea it was going to be such a hit. I had no idea I was going to be sitting here 40 years later, still be in the business. And I didn't even want to be an action star. I wanted to be an actor. I wanted to cry on stage because I had a lot of this pain from my childhood and my dad and all of this. I wanted to get it out of my system. But of course, one way to get out of your system is to hit the bag and do action and shoot guns. And so I did all of that. But it was only about 7-8 years ago that I sort of started cleaning up some of my old trauma and kind of, like somebody said, finally became the man I wanted to be when I was young, but I had no way of getting there. Er ist einfach da so reingerutscht, meinte er. Er wollte damals einfach nur Schauspieler sein und spielen. Er hatte nämlich viele Tränen in sich, die sich aus seiner schweren Kindheit angestaut hatten. Die wollte er gerne auf der Bühne loswerden. Stattdessen hat er diese Gefühle halt rausgelassen, indem er auf Boxsäcke eingeprügelt hat in Rocky. Castle Falls ist auch was für Fans von Expendables, denn man sieht Dolph zum ersten Mal seit Expendables 2 wieder gemeinsam mit Scott Adkins vor der Kamera stehen. Bald steht ja auch Expendables 4 im Kino an. Was passiert dann mit Gunner Jensen, Dolph? Kannst du uns da schon was verraten? Expendables 4 is 7 years after we saw these guys. It was 8 years last time, and Gunner is now, he's on the wagon. He stopped drinking. He's trying to be a good guy and read philosophical books and so forth. And but unfortunately, I think something will force him to have a shot of aquavit later in the movie.
when things get bad. But it's actually, for good and bad, the story is about trying to prevent a nuclear war between the United States and Russia. So there you go. Hopefully we won't be there in real life, but it's kind of an entertaining fantasy version of that. 50 Cent is a new addition. Megan Fox is new. Andy Garcia is in it. He's a great guy, great actor. And otherwise Stallone and Jason Statham, Randy Couture, and a lot of action. So it's a fun ride for sure. Die Handlung spielt 7 Jahre nach dem letzten Teil, sagt er, also 7 Jahre nach Expendables 3. Gunner Jensen ist jetzt eigentlich ein guter Typ, er trinkt nicht mehr, er liest schlaue Bücher und trotzdem passieren natürlich Dinge, die ihn dazu zwingen, wieder zur Waffe zu greifen. In Expendables 4 geht es ganz grob darum, einen Atomkrieg zwischen den USA und Russland zu verhindern. Viele neue Gesichter kriegt ihr zu sehen, unter anderem Megan Fox. Das wird also super. Bis wir Expendables 4 zu sehen kriegen, dauert es aber noch ein bisschen. Castle Falls dagegen könnt ihr euch schon viel früher reinziehen, nämlich ab dem 26. Mai. Dann mit Dolph Lundgren als Regisseur, Hauptdarsteller und Scott Adkins, der ebenfalls die zweite Hauptrolle spielt. Der erscheint dann im Heimkino. Den Trailer zeigen wir euch natürlich auf film.tv/Fufis.